QuickWins sollten wir raussuchen, was machen. Ganz kurz, Eurolog, wir sind 72 gegründet worden und machen seitdem Unterstützung von logistischen Prozessen zwischen einzelnen Unternehmen, also im weitesten Sinne Supply Chain oder Distributions- und ähnliche Prozesse, haben inzwischen so ungefähr 3,5 Millionen Transaktionen pro Jahr und sind 80 Mitarbeiter. Auf die Frage, was mache ich denn jetzt, habe ich überlegt, was für ein Use Case kann ich hier nehmen. Die Steuerung der Beschaffung von Volkswagen für alle Werke mit allen Zulieferern und allen Dienstleistern erschien mir nicht unbedingt passend als QuickWin. Deswegen habe ich hier eine etwas kleinere Sache rausgesucht, und zwar den Use Case bei DECKEL MAHO im Pfronten. Es ist so, mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau, die hier in dem Bereich im Umfeld von Pfronten verschiedene Werke betreiben, beziehungsweise Zulieferer, und hier sehr viel Werksverkehre haben, in denen also teilweise Sachen zugeliefert werden, abgeholt werden. Das Ganze lief die ganze Zeit mit eigenen Fahrern, beziehungsweise mit zugemieteten LKWs, und das Ganze ganz klassisch, überhaupt nicht digital. Es wurde also im Wesentlichen mit den Fahrern telefoniert. Es wurden daraufhin Papiere ausgetauscht. Die Lieferübersicht über die bereits abgeholte oder schon im Zulauf befindliche Ware war nicht da. Auch hier wurde wieder telefoniert. Stand- und Wartezeiten wurden so gerüchteweise zusammengestellt. Bei denen warte ich immer besonders lange. Bei dem geht es immer schnell, war aber auch nicht nachvollziehbar. Und wie stark die Auslastung ist, es war auch mehr Gefühlssache. Daraufhin wurde gesagt, man kann hier eine einfache Lösung machen, und zwar durch Einsatz einer Bereitstellung einer App auf Smartphone, die wir für die LKWs eingerichtet haben, und so, dass wir hier die ganzen Abhol- bzw. Zustellaufträge über ein zentrales System, das wir im Web bei uns gehostet wird, auf die Fahrer zuordnen konnten. Auch die Fahrer haben dann auf diese Art und Weise jetzt auch direkt angegeben, wann sie was abgeholt haben und was sie abgeholt haben. Auf Kartendarstellung kann man sehen, wo welche LKWs sich befindet, und man bekommt auf diese Art und Weise eine Übersicht über alle Fahrzeuge und Aufträge im Zentralsystem. Was hat sich ergeben? Die erleichterte Kommunikation mit den Fahrern. Also der Disponent hat früher einfach den ganzen Tag telefoniert. Das macht er heute nicht mehr. Heute verteilt er seine Aufträge und kommuniziert mit den Fahrern nur noch dann, wenn es wirklich zusätzlich notwendig ist. Die Auslastung der LKWs wurde deutlich verbessert, weil man jetzt deutlich sehen konnte, was überhaupt da war. Die Planung im Wareneingang, was bei denen ein besonderes Problem war, weil die einen gewissen Engpass am Wareneingang haben, wo sich gegenseitig zum Teil Bewegungen gestanden haben. Jetzt kann man das Ganze wesentlich besser planen, weil man weiß, wann kommen die nächsten Waren und können dann möglichst schnell verarbeitet werden. Durch Beladung, Fotos bei der Beladung wird die Sache dokumentiert, sodass man auch Schäden nachvollziehen kann und ähnliches. Und bei den Auswertungen der statistischen Stand- und Wartezeiten sind jetzt gerade diese Stand- und Wartezeiten sehr genau identifiziert worden, wo die denn jetzt stattfinden, und konnten damit auch deutlich vermindert werden. Das ist also eigentlich dieser einfache Use Case. War relativ schnell zu implementieren, da das Ganze baukastenmäßig ganz einfach fertige Produktbausteine von uns waren. Auf Schnittstellenprogrammierung und ähnliches wurde verzichtet. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach noch zeigen, wie es aussieht. Deswegen habe ich noch so ein paar Screenshots hier. Also sieht man also hier einerseits eben eine App, die auf Smartphones bzw. auf allen Android-Geräten läuft. Und ansonsten kann man natürlich über das Web dann die entsprechenden Auswertungen machen. Ja, das ist die App zur Statuserfassung. In dem Fall haben wir jetzt hier als Beispiel ein Honeywell MDE mit eingebauter Scan-Engine verwendet. Auf Android-Basis sehen wir gleich noch ein Foto, dass man einfach ein Samsung-Smartphone nehmen kann. Man kann also hier den Status erfassen, man bekommt die entsprechenden Daten, welche Fahrtouren eigentlich gefahren werden sollen, kann die abfahren. Bei Bedarf kann man, sofern man hat, also Barcode scannen, um zu dokumentieren, was man eigentlich hat. Geo-Tracking wird automatisch im Hintergrund gemacht. Mit dem Fahrer kann man kommunizieren, message-mäßig. Navigation kann eingeschaltet werden. Abliefernachweise mit Unterschrift sind möglich, wenn man das möchte, und Fotos. Natürlich, die ganze App ist sehr leicht zu handhaben. Es ist normalerweise praktisch gar keine
Es gab keine Übung notwendig, also es wurde testhalber, ich habe einfach mal einem Fahrer das Ding mitgegeben und er hat sofort alles richtig gemacht. Es wird einfach, wie man sieht, es wird viel gearbeitet mit entsprechenden Eingaben. Hier kann man dann sehen, wie hier also auf der linken Seite der Status vergeben werden kann. Da gibt es also auch entsprechende Symbole, ob Beschädigungen da sind oder ähnliches. Man sieht, was B und was entladen werden soll an diesem Punkt. Und als nächstes Bild haben wir hier dann noch die Unterschrift, wie sie dargestellt werden kann. Hier jetzt nochmal das Bild für den Steuerer, der hier also sieht, wie er den Verlauf hat und das weiter angucken kann. Jetzt mit den Fotos. Und damit bin ich fertig.